Die Zahnbürste liegt 2 Meter entfernt. Du weißt ganz genau, was zu tun wäre. Aufstehen, hingehen, 2 Minuten. Fertig. Und trotzdem fühlt es sich an, als läge zwischen dir und diesen 2 Metern ein ganzer Kontinent, den niemand zu Fuß durchqueren kann. Vielleicht kennst du das. Nicht einfach müde, nicht einfach traurig, sondern wie festgeklebt. Der Kopf will und der Körper macht schlicht nicht mit. Und das Erste, was du wissen solltest, ist das. Es hat nichts mit Faulheit zu tun. Dein Körper hat aus Schutz heruntergefahren, weil irgendwann zu viel auf einmal war. Fachleute nennen diesen Zustand Erstarrung, im Englischen Freeze. Dein System zieht die Reißleine und schaltet auf Sparflamme, damit dich die Dauerlast nicht ganz aus den Angeln hebt. Nur hilft dir dieses Wissen allein nicht vom Boden hoch. Zu verstehen, warum du feststeckst, holt dich noch lange nicht daraus. Heute bekommst du deshalb keine Theorie zum Zurücklehnen. Du bekommst in den nächsten Minuten mehrere winzige, sofort machbare Schritte, mit denen dein System ganz sanft wieder anspringt. Und der allererste kostet dich nur einen Satz. Sag dir in diesem Moment ganz nüchtern: Das hier ist Freeze. Das ist ein Zustand, kein Charakter. Das klingt lächerlich klein, aber es wirkt. Sobald du einem Gefühl einen Namen gibst, wird dein Angstzentrum messbar leiser. Du beobachtest den Sturm, statt in ihm zu ertrinken. Damit hast du schon etwas getan, ohne aufzustehen. Und genau da fängt der Weg raus an. Nicht mit einem Kraftakt, sondern mit einem Signal. Der teuerste Denkfehler an dieser Stelle ist der Glaube, aus der Erstarrung käme man mit Willenskraft heraus. Mit Zusammenreißen. Mit einem inneren Anschreien. Nur versteht dein Nervensystem überhaupt keine Befehle. Es reagiert nicht auf Kommandos. Es liest die Lage und sucht nach Beweisen. Sekunde für Sekunde tastet es im Hintergrund ab und stellt nur eine einzige Frage. Ist es hier gerade sicher genug, um wieder loszulassen? Forscher nennen dieses ständige, unbewusste Abtasten Neurozeption. Dein Körper entscheidet über Sicherheit, lange bevor dein Verstand mitbekommt, dass eine Entscheidung gefallen ist. Und weil das so ist, kannst du dein System nicht überreden. Aber du kannst ihm einen schnellen, körperlichen Beweis geben, mit dem es nicht diskutieren kann. Hier ist der zweite Schritt und er dauert 30 Sekunden. Geh, wenn du kannst, kurz ans Waschbecken und lass kaltes Wasser über deine Handgelenke laufen. Oder spritz dir eine Handvoll ins Gesicht. Kälte an diesen Stellen löst einen uralten Reflex aus. Dein Puls verlangsamt sich. Dein System schaltet einen Gang runter, fast automatisch. Du redest dich nicht ruhig, du machst dich ruhig. Über einen Weg, der am Kopf komplett vorbeiläuft. Der Körper zieht diesmal den Verstand hinter sich her, nicht umgekehrt. Und genau diese Reihenfolge ist der Punkt, an dem die meisten scheitern, ohne es zu merken. Denn sie warten auf das Falsche. Sie warten auf den Moment, in dem die Lust von selbst zurückkommt, um dann endlich loszulegen. Erst Motivation, dann Handlung, so haben wir es alle gelernt. Nur läuft es in Wahrheit andersrum. Erst die winzige Handlung, dann trottet die Motivation hinterher. Immer in dieser Reihenfolge, nie umgekehrt. Therapeuten nennen dieses Umdrehen Verhaltensaktivierung und es gehört zu den ganz wenigen Hebeln, die bei echter Antriebslosigkeit nachweislich greifen. Also warte nicht länger auf ein Gefühl, das erst nach der Bewegung kommt. Hier ist dein dritter Schritt und er ist absurd klein. Zieh das Rollo hoch oder schieb den Vorhang zur Seite und lass Tageslicht ins Zimmer. Wenn selbst das zu viel ist, setz nur einen Fuß auf den Boden. Das reicht. Es geht nicht darum, dass es hell wird. Es geht um das Signal, das du deinem Gehirn schickst. Ich kann handeln. Ich bin nicht vollständig gelähmt. Eis taut nie überall auf einmal. Es taut zuerst am Rand, dort, wo ein bisschen Wärme hinkommt. Der Rest folgt von allein. Dieser eine winzige Handgriff ist ein warmer Rand. Ein einziger vollendeter Minischritt verändert mehr als eine Stunde Grübeln darüber, dass du eigentlich müsstest. Aber jetzt kommt die Stelle, an der sich die meisten selbst sabotieren, und zwar mit ihrer eigenen Stimme im Kopf. Kaum tust du diesen kleinen Schritt,
meldet sich der innere Ankläger. Das ist doch nichts. Andere schaffen ihren ganzen Tag und du feierst ein aufgezogenes Rollo. Jedes dieser Worte ist für dein Nervensystem ein neues Warnsignal. Noch mehr Gefahr im Raum. Noch ein Grund, wieder dicht zu machen. Du willst dich aufwecken und drückst dich mit jeder Selbstabwertung nur tiefer in die Starre. Deshalb ist dein 4. Schritt ein Wechsel des Tons. Nimm den härtesten Satz, den du gerade zu dir sagst, und formuliere ihn so, wie du ihn zu einem erschöpften Freund sagen würdest, der neben dir sitzt. Aus „Reiß dich zusammen" wird „Du hattest eine harte Zeit. Ein Schritt reicht für jetzt." Das ist kein Selbstbetrug. Das ist die Sprache, in der dein System überhaupt zuhört. Und wenn du dich fragst, warum du selbst auf Dinge keine Lust hast, die dir eigentlich gut tun, dann liegt genau hier die Antwort. Im Energiesparmodus bewertet dein Gehirn alles nur noch nach einem Maßstab. Wie viel Aufwand kostet das? Und selbst das Schöne bekommt in dieser Rechnung plötzlich ein riesiges Preisschild. Deshalb ist dein 5. Schritt eine simple Regel gegen diesen Preis. Nimm die Sache, die du dir vorgenommen hast, und halbiere sie. Und wenn der Widerstand bleibt, halbiere sie noch einmal. Nicht joggen gehen, nur die Schuhe schnüren. Ist das zu viel? Nur die Socken anziehen. Ist das immer noch zu viel? Nur die Schublade öffnen. Du zerlegst die Aufgabe so lange, bis dein Widerstand sie nicht mehr ernst nimmt und einfach durchwinkt. Kennst du das Gefühl, wenn dein Bein eingeschlafen ist? Du schlägst nicht wütend drauf ein, damit es aufwacht. Du bewegst vorsichtig die Zehen und langsam kribbelt das Leben zurück. Genauso wächst du dich hier. Nicht mit Gewalt, sondern mit der kleinsten möglichen Bewegung, die dein System noch zulässt. Es gibt allerdings einen Schritt, der stärker wirkt als alles, was du allein tun kannst. Und ausgerechnet der fällt den Erschöpften am allerschwersten. Dein Nervensystem ist gar nicht dafür gebaut, sich völlig allein zu beruhigen. Es reguliert sich an anderen Nervensystemen. Das hat nichts mit Schwäche zu tun. So sind wir schlicht gebaut. Stell dir eine Stimmgabel vor, die du anschlägst, und die klingt. Legst du eine zweite, stille Stimmgabel daneben, fängt sie von allein an, im selben Ton mitzuschwingen. Genau das passiert zwischen zwei Menschen. Und deshalb ist dein 6. Schritt, Kontakt aufzunehmen, aber auf die leichteste denkbare Art. Kein langes Telefonat. Schick einer ruhigen Person eine kurze Sprachnachricht. Über irgendwas Belangloses. Der Inhalt ist völlig egal, allein ihr Ton in der Antwort stimmt dich mit. Und wenn dir selbst das zu viel ist, dann leg deine Hand auf ein Tier, das neben dir liegt. Sein ruhiger Atem reicht, damit deiner sich anpasst. Denn der Rückzug flüstert dir in genau diesem Moment das Gegenteil ein. Meld dich bloß nicht so, wie es dir geht. Reiß dich erst zusammen, dann darfst du dich zeigen. Diese Stimme führt dich immer tiefer in die Isolation. Und Isolation ist der Boden, auf dem die Erstarrung am prächtigsten wächst. Ein kurzer, echter Kontakt ist deshalb kein nettes Extra für später. Er ist oft der stärkste Schalter, den du überhaupt zur Verfügung hast, und du musst ihn nicht mal allein umlegen. Du musst nur zulassen, dass ein anderes Wesen für ein paar Minuten ein Stück Ruhe für dich mitträgt. Mehr braucht es nicht. Und wenn du diese Schritte hörst und dein erster Gedanke ist, das ist doch alles viel zu klein, dann halt an dieser Stelle kurz inne. Denn genau dieser Gedanke ist Teil des Problems, aus dem du gerade raus willst. Du misst deinen Wert an deiner Leistung. Viel geschafft, viel wert. Nichts geschafft, wertlos. Aber das ist eine Rechnung, die dir jemand anderes beigebracht hat. Sie ist nicht die Wahrheit über dich. Ein Mensch am Boden ist kein bisschen weniger wert als ein Mensch im Höhenflug. Er braucht nur gerade mehr Geduld mit sich selbst. Also sei geduldig mit deinem System. Es fährt in winzigen, wackeligen Schritten hoch, genauso wie es sich langsam heruntergefahren hat. Ein Schritt, dann Pause, dann der nächste. Und wenn du merkst, dass dieses leise Gefühl, wertlos zu sein, sobald du nichts leistest, viel tiefer sitzt als dieser eine schwere Tag, dann fängt genau da die eigentliche Arbeit an.
Denn es gibt eine Handvoll ganz stiller Gewohnheiten, die deinen Wert nicht länger an dein Tun koppeln, sondern ihn von innen heraustragen, ohne dass du dafür glänzen musst. Was das für Gewohnheiten sind und wie sie im Alltag wirken, schauen wir uns im verlinkten Video an. Und du? Welcher einzige winzige Schritt hat dir heute ein kleines bisschen Luft verschafft? Schreib ihn unter das Video. Nicht für mich. Für den Nächsten, der das hier liest und in diesem Moment glaubt, er sei der einzige Mensch, dem es so geht. Die Zahnbürste liegt übrigens immer noch 2 Meter entfernt, aber vielleicht sind 2 Meter heute keine Weltreise mehr. Vielleicht sind es einfach nur 2 Meter.